Freunde, willkommen zurück. Ja, ich bin wieder zurück, aber ich war auch nie weg. So gehört sich das. Nein, Freunde, willkommen zurück auf meinen Kanal Fragrance Talk hier aus Hamburg. Ja, heute stelle ich euch die besten Tom Ford Dupes vor. So, natürlich nicht alle, ne? Aber ich stelle euch 5 Düfte vor, wo wirklich, oder wo man wirklich sagen kann, das ist die beste Alternative zum Original, sagen wir mal so. Ich werde euch ein bisschen den Unterschied erzählen. Ich bin gleich vorweg, es gibt nicht wirklich großen Unterschied, das ist heftig. Und ja, die werde ich euch vorstellen. So, für alle Neuen, drückt die Glocke, abonniert diesen Kanal und bleibt einfach hier. So, ja, dann fangen wir mal an. Wir fangen mit der an, wo ich auch schon ein Einzelvideo zu gemacht habe, und zwar den Bitter Peach. Das ist das Original hier, ein schöner Pfirsichduft. Ein bitterer Pfirsich, leichte Süße, kann eine Frau sehr, sehr gut tragen. Vielleicht kann eine Frau diesen Duft sogar besser als ein Mann tragen, weil er, ja, ist ein Unisex-Duft, aber ich bin der Meinung, eine Frau könnte ihn oder kann ihn im Schnitt vielleicht ein bisschen besser tragen, aber auch von Mann gut tragbar, wenn man schöne Pfirsichdüfte mag. So, und hier haben wir dann die erste Alternative. Wer das vorige Video noch nicht gesehen hat, wird jetzt sagen, okay, ja, es kommt noch besser. Packen wir mal dahin. Ja, hier heißt er Bright Peach von Maison Alhambra. Das ist eine Untermarke von Lattafa. So, 80 ml, 50 ml. Hier, ich habe den ja jetzt öfters schon inzwischen getragen, mal, oder jedenfalls zu Hause getestet. Und ich muss sagen, das ist so wirklich 99, 98% identisch mit diesem Duft. Das einzige oder der einzige Unterschied ist, dass der Tom Ford ein bisschen runder ist und der Pfirsich nicht ganz so bitter kommt. Hier ist er ein bisschen bitter, weil hier habt ihr durchgehend, was ihr hier in der Kopfnote habt ihr hier durchgehend. Also wer grundsätzlich Pfirsich haben möchte, ist mit diesen sehr gut, bedient, würde ich sagen. Und hier habt ihr einfach noch ein bisschen mehr Cremigkeit, andere Sachen noch dazu. Aber ich sage trotzdem, dass das sind 98, 99% gleich, weil ihr merkt da keinen Unterschied. Schon gar nicht, wenn einer an euch vorbeigeht. Wie gesagt, er ist einfach im Schnitt cremiger. Ja, ich tendiere natürlich, also ich habe immer das Original gleich vorweg. Aber ich kaufe die Dinger natürlich auch für euch, weil ihr die gern sehen mögt. Und es gibt eben Leute, die nicht so viel Geld ausgeben können. Hauptsächlich, das begreifen viele nicht. Natürlich kann man sparen, sage ich auch immer. Aber ja, manche können das eben gerade in der heutigen Zeit. Ich will nicht predigen, geht das aber bei einigen nicht. So, und das müssen auch mal andere begreifen. Und ja, auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr gute Alternative. Also höchstens, also der Hauptpreis 39 €, kriegt ihr aber auch für 30 €. Und ja, sehr, sehr nice. Deutsche Lattafa-Seite übrigens, weil ich das ständig gefragt werde. Ich habe das schon so oft jetzt erwähnt. Und ja, sehr, sehr nice auf jeden Fall. So, der nächste ist Oud Wood. Das ist natürlich der Klassiker aus dem Hause Tom Ford, ehrlich gesagt, mit Tabak Vanille. Aber Oud Wood ist schon sehr, sehr beliebt. Und diese medizinische, holzige Note. Und ja, aber ihr kennt den Duft und das ist die beste Alternative, Woody Oud. Und auch hier wieder dasselbe Spiel, ne? Ihr kennt das alte Reinhold Helge Spiel. Insider. Ja, hier, schaut euch das an. Woody Oud. Im Endeffekt hier vorne besser gemacht als beim Original. Hier oben übrigens auch, ist ein bisschen eingestaubt hier. Ja, also und hier, das ist wirklich fast 100%. Das ist fast 100%. Oder es ist eigentlich derselbe Duft. Das kann natürlich sein. Wer weiß, wo die produziert werden, wo er... Es passiert ja auch komischerweise nichts. Wer weiß, ob er dahinter steckt mit extra Geld. Man weiß es nicht. Ist auch egal. Fakt ist, ja, das ist Oud Wood 80 ml, auch wieder hier. Hier natürlich 50, kriegt ihr natürlich auch in 100. Aber auch hier derselbe Preis, höchstens 39 € oder für 30 oder für 24, wie auch immer. Auf jeden Fall, mehr muss ich da nicht zu sagen. Es ist einfach identisch. Es ist einfach geil. Vielleicht, wenn ihr 1:1 seid, merkt ihr vielleicht einen minimalen Unterschied.
Aber draußen auf der Haut, ihr selber und selbst beim Riechen so, merkt ihr keinen Unterschied. Ja, deswegen ist das. Ich gebe euch hier die beste Alternativen. Es bringt ja nichts. Ich könnte natürlich einen Duft nehmen, der in die Richtung geht, der eine eigene DNA hat. Okay, das ist nice, aber es bringt ja nichts. Das ist die beste Alternative, weil es genauso riecht. Für mich ist das denn die beste Alternative. Da muss ich keinen Duft nehmen, der fast so riecht. So, und deswegen auch hier wieder Maison Alhambra, ja, Woody Oud. So, der nächste ist Neroli Portofino, den habe ich nicht mehr, blende ich mal ganz kurz ein. Den hatte ich, der ist leer und hier haben wir Porto Neroli. So, ja, Porto Neroli, was soll ich eigentlich dazu sagen? Also ich bin manchmal echt selber sprachlos, also ja. Und auch hier braucht ihr euch nicht viel Gedanken machen, da habt ihr im Endeffekt das Original drin. Und ja, ich bin der Meinung, ich hatte den auf der Haut, dass der sogar länger hält. Mindestens 3 Stunden länger. Das kommt auch noch dazu. Kein extrem starker Duft, aber braucht ihr auch nicht. Es ist einfach ein erfrischender Neroli-Duft, der jetzt oder jedenfalls für Sommerzeit richtig gut funktioniert. Und selbst für, guck mal, ich sag ja sonst immer, ich bin fürs Original, aber dadurch, dass Neroli Portofino nicht wirklich lange hält, und im Endeffekt ein Neroli-Duft ist. Ich mag Neroli, aber nicht so oft und selten. Deswegen habe ich den jetzt. Ich werde mir den Original in dem Fall nicht mehr holen, weil das unnütz ist. Das ist wirklich unnütz in dem Moment. Ich hatte den ich habe den leer gemacht, 50 ml. Und ich hatte das Aqua auch, aber das habe ich verkauft. Neroli Aqua oder wie der hieß, braucht man nicht. Sondern das Original. Und ich habe auch noch einen anderen, einen grünen von Tom Ford. Den gibt's jetzt nicht als Tube. Und deswegen reicht das vollkommen aus. Könnt ihr mehr sprühen. Es ist völlig Latte, obwohl ihr müsst aufpassen, auch die sind schnell weg und wer weiß, wie lange es die gibt und was alles kommt und so weiter und so fort. Auf jeden Fall Porto Neroli. Was soll ich dazu sagen? So, der nächste ist F. Fabulous und jetzt wird's interessant. F. Fabulous. Ja. F. Fabulous. Ihr kennt den. Mandel, Vanille, Iris, Leder. Ein absoluter, für mich einzigartiger Duft. Wirklich einzigartig, der so nicht weiter oder umgehend in meiner Sammlung ist. Hier haben wir den Maison Alhambra. Ich stelle den anderen mal weg. Hier haben wir den Maison Alhambra und zwar Fabulous Intense. Und ja. Aber hier muss ich euch sagen, ich finde ihn gut, aber der hat eine eigene DNA. Sie haben diesen Touch, den F. Fabulous hat, mit der Mandel, Iris, Leder nicht hinbekommen. Das habe ich mir aber fast gedacht. Der hier, also wenn ihr riecht, ja. Vielleicht muss ich den auch öfters nochmal, was heißt so und so, ich habe den noch nicht so lange. Ja, wenn ihr hier hochsprüht, ja, aber der hier ist ein bisschen maskuliner. Erdiger vor allen Dingen. Erdiger bin ich der Meinung. Ich merke dieses Erdige, das mag ja für manche vielleicht geiler sein, ne? Darf man jetzt auch nicht vergessen. Und ja, aber sonst habt ihr natürlich die DNA draußen, wird wieder kein Mensch das wahrscheinlich riechen, obwohl, wie gesagt, durch das Erdige. Und sonst habt ihr auch dieses, was im Background ist, was ich nicht wirklich beschreiben kann bei F. Fabulous, diese Art, es ist so scharfe Lakritz, das ist nicht drin, aber ist ja auch so ein Touch. Und dann, wie gesagt, dieses Mandel, Bittermandel, Iris und das ist geil gemacht, aber er ist männlich. Ich finde ihn maskuliner durch das Erdige ein bisschen. So, das heißt, da ist keine 99, 100% oder 100 so und so, aber keine 99% und ja, aber trotzdem geil. Sind wir ungefähr bei 95%, 94. Ist schon sehr, sehr nice. Fabulous Intense, ja. So, und zu guter Letzt kommt der Lost Cherry. Ja, Lost Cherry. Ich wollte den eigentlich nicht kaufen, aber weil ihr mich gefragt habt und so weiter und so fort. Ihr habt einfach Lübecker Marzipan, süß, Marzipan, Kirsche, Kirschwasser, Kirschlikör und so weiter und so fort beim Original. Und hier kommt dann wieder der Lovely Cherry. Ja, und ja, der ist wirklich sehr, sehr gut. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Aber jetzt kommt's. Er ist noch süßer. Er ist noch süßer. Guter Sprüh übrigens, ne?
Also ich finde noch, also genau die gleiche DNA, nur noch ein bisschen süßer. Meiner Meinung nach. Geil. Ja. Mehr muss ich nicht sagen. Es ist einfach das. Und das sind für mich die besten Dupes im Endeffekt. So. Erwähnt, oder warum das so ist, habe ich ja erwähnt vor ein paar Minuten. Ja. Es gibt noch Tabaco Vanille, soll sehr, sehr gut sein. Durch einen Kumpel, der hat gesagt, er findet den sogar besser als das Original. Und dann gibt's noch Tuscan Leather, einen ähnlichen, der soll, glaube ich, auch identisch sein. Die habe ich jetzt nicht. Ist auch in Ordnung, muss ich auch nicht. Wie gesagt, ich habe original alle von Tom Ford. Und wie gesagt, für euch habe ich jetzt auf Wunsch mal dieses gemacht. Und ja. Sehr nice. Was soll ich dazu sagen? Ich kann nichts anderes sagen. Ihr habt hier 80 ml für A, wenn ihr viel bezahlt, 39, für wenig 24, so wie ich. Ich habe jetzt 24 für pro Flakon bestellt. Coole Aufmachung, schwerer Flakon, sehr nice. Da gibt's selbst der Flakon ist nicht schlechter, sogar manchmal besser wegen dem vorne wegen den Logos, besser beim Dupe und so weiter und so fort. Ihr findet fast keinen Unterschied. Beim F-Fabless merkt ihr einen Unterschied, ja, aber trotzdem ist der Nachbau gut, weil es ist ein maskuliner Nachbau, ist erdiger in meinen Augen. Ihr müsst das selber mal probieren. Ihr macht da ja also 24 €, da kann ja nur keiner rummeckern, deswegen stelle ich euch vor, also wer da noch rummeckert und wer vor allen Dingen immer redet, dass die nicht halten, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, die Haltbarkeit ist angeglichen wie beim Original. Es gibt keinen großen Unterschied. Wie gesagt, der Neroli hält länger bei mir. Das weiß ich, weil ich den im Kopf noch habe. Der Tom Ford hielt nicht wirklich lange. Dann der Fabless, der Lost Cherry, die halten alle. Bitter Peach hält auch sehr lange. Und Oud Wood ist meiner Meinung nach ein Tick länger auf der Haut, der Nachbau. Ich muss aber dazu sagen, weil viele sagen, der Oud Wood hält nicht lange. Bei mir hält er trotzdem seine 7 Stunden. Aber das ist ja auch, wie gesagt, von Haut zu Haut anders. Aber ja, so, ich hoffe, euch hat das gefallen. Wie gesagt, auf Wunsch habe ich die gekauft und so, weil ich mache das eben und ich habe die Original, das weiß jeder. Ich ziehe immer Original vor. Nun kann ich ein bisschen mehr sprühen. Latte, es sind geile Dupes, komplett identisch fast. Selbst der Flakon und so weiter und so fort. Und deswegen, ja, den Rest müsst ihr selber sehen und euch selber ein Bild machen. Also Leute, reinhauen.